Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, heute gibt es die zweite Episode von Zuschauerfragen bzw. Zuschauerkommentare. Und ja, wir lassen heute auch wie immer, wie beim letzten Mal auch schon, das Intro weg und kommen auch schon direkt zu den Kommentaren. Und zwar haben wir hier ein Kommentar und Frage vom Julian Krämer. Und zwar schreibt er: Ich schaue mir auch sehr, sehr gerne deine Videos an. Extrem sympathisch, der Dude. Ja, erstmal Julian, vielen lieben Dank für diese netten Worte. Und ja, das freut mich wirklich zu hören, dass du dir sehr gerne meine Videos anschaust. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt auch zu der Frage: Kann man ein T-Shirt mit Schnufinski-Logo kaufen? Cool, wäre auch eine Frage-Antwort-Video. Ja, ich denke, dem Julian geht es hier um dieses T-Shirt hier. Das ist mein T-Shirt, was ich immer bei den Aufnahmen trage, oder auch wenn ich im Urlaub bin, trage ich das auch. Nee, derzeit kann man das nicht kaufen. Ich weiß nicht, falls mal wirklich an so einem Merchandise Interesse sein sollte, könnt ihr es mich mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. Vielleicht mache ich mir da mal ein paar Gedanken dazu. Also zum T-Shirt kann ich selber sagen, es ist Bio-Baumwolle. Ich habe das jetzt schon seit über einem Jahr. Ich habe das letztes Jahr im Urlaub getragen. Ich habe das schon ein paar Mal gewaschen. Das ist nicht verzogen oder irgendwie schief, keine Ahnung, da was. Oder eingelaufen. Auch das Logo hat keine einzigen Risse, nicht einen einzigen Riss. Und das ist von der Qualität her wirklich gut. Ich habe ja auch zum Beispiel hier eine Schnufinski-Tasse. Ich muss hier nur aufpassen, weil ich da gerade ein bisschen Tee drin habe, nicht, dass es gleich ausläuft. Und die war auch schon über 100 Mal in der Spülmaschine und da ist wirklich kein Kratzer dran, wirklich nicht 1A. Also von der Qualität her wirklich 1A. Ist auch ein bisschen teurer im Einkauf, aber für mich persönlich lohnt sich das und ich habe für mich und wirklich nur den engsten Familienkreis ein paar Exemplare gemacht. Aber falls mein Interesse bestehen sollte, ja, könnt ihr es mich gerne mal in den Kommentaren wissen lassen. Julian, ich hoffe, ich konnte dir deine Frage beantworten. Ja, und vielen lieben Dank für diese netten Worte. Kommen wir zur zweiten Frage. Und zwar hat der Bastet TV gefragt: Wie groß ist der Unterschied vom West- zu Ostpolen im Sinne von Tradition und Konservatismus? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und im Großen und Ganzen kann man eigentlich allgemein sagen, dass Traditionen in Polen sehr gepflegt werden. Und das ist egal, ob in West- oder Ostpolen oder ob jung oder alt. Hier wird grundsätzlich die Tradition sehr gepflegt. Und wenn wir vom Konservatismus reden, ist auch eigentlich das ganze Land sehr konservativ eingestellt. Aber man muss schon sagen, zum Beispiel in den ländlichen oder Dörfern, und das ist egal wo in Polen, sind die Menschen sehr konservativ eingestellt. Aber wenn wir auch immer mehr in den Osten reingehen, werden die Menschen immer konservativer. Und ich kann da vielleicht auch mal ein Beispiel zeigen, wie das zum Beispiel, wenn wir jetzt mal auf die politische Ebene schauen, wie das bei den letzten Präsidentschaftswahlen ausgesehen hat. Dann zeige ich euch mal ein Bild, wie das hier zum Beispiel aussah. So, jetzt müsstet ihr meinen Bildschirm sehen. Und zwar haben wir jetzt hier eine Mappe, ich kann die mal anklicken. Und wir sehen jetzt zum Beispiel das Duda. Duda ist ja derzeit parteilos. Der hat das aus verschiedenen Gründen, hat er einfach vor der Präsidentschaftswahl sich parteilos gemeldet, war aber früher bei der PiS. PiS ist die Partei Recht und Gerechtigkeit. Das ist die konservative rechtspopulistische Partei. Trzaskowski ist halt ist nicht die linke Partei, aber das ist die liberale Plattform, die Bürgerplattformpartei. Und nach der zweiten Präsidentschaftswahl kann man ja auch sehen, wo Trzaskowski mehr Stimmen hatte, das ist dann hier das Orangene, und wo dann auch Duda mehr Stimmen hatte. Und so sieht man das dann auch. Also umso mehr man in den Osten reingeht, ja, ist einfach das Land ein bisschen konservativer eingestellt. Ne? Klar, hier sehen wir auch Warschau. Trzaskowski kommt gebürtig aus Warschau, der regiert auch in Warschau. Da haben wir hier noch so einen Ausnahmefall und hier hinten auch noch. Aber im Großen und Ganzen sieht man eigentlich, dass sehr viel Konservatismus hier herrscht. Ich hoffe, ich konnte dir deine Frage beantworten und ja, vielen Dank für deine Frage und für deinen Kommentar. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar von Sebastian Hesse. Hi, ich fahre mit meiner Frau im April nach Kolberg und wollte dich fragen, ob du etwas empfehlen kannst, was man sich unbedingt angucken sollte. Im Internet habe ich schon gesucht, aber leider finde ich nichts Genaues. Da hat auch schon der Andi S. kommentiert, zu dem komme ich auch gleich noch. Wenn du Naturfreund bist, würde ich dir den Strand von Grzebowo sehr empfehlen. Der ist echt cool, wirklich sehr zu empfehlen. Ich habe mich nirgendwo so frei wie dort gefühlt. Freiheit pur, sehr zu empfehlen ist auch der Sonnenuntergang vom Leuchtturm aus. In Ostronie Morskie gibt es ein Brotbackmuseum, auch sehr sehenswert. Da kann man auch Brot und Gebäck kaufen. Ja, Sebastian, also um erstmal die Frage zu beantworten, kommt das
eigentlich ganz darauf an, was für ein Typ Urlaubsmensch du bist. Ich persönlich, ich bin eigentlich so mehr der ruhige, langweilige Typ, würde ich mich jetzt selber mal so behaupten. Ich mache nicht so diese typischen Touristenattraktionen. Ansonsten, was ich dir da empfehlen kann, hat ja auch schon der Andi dir da zwei gute Tipps gegeben. Du kannst zum Beispiel nach Grzebowo oder nach Ustronia Morskia fahren. Kann ich dir mit dem Fahrrad sehr empfehlen. Und je nachdem, in welche Richtung du fährst, du hast immer das Meer auf einer Seite. Das ist wirklich eine idyllische Aussicht. Ich habe auch, glaube ich, aus meinem Kolberg-Video 2021, kannst du da mal reinschauen, da habe ich auch ein bisschen die Fahrradstrecke gefilmt. Also du kannst dir mal grundsätzlich meine Kolberg-Videos anschauen, da wirst du vielleicht auch noch das ein oder andere von mir zu hören kriegen, was man da eventuell machen kann. Ansonsten weiß ich, gibt es zum Beispiel in Kolberg ein Wachsmuseum-Kabinett. Wenn du auf sowas stehst, kannst du dir das anschauen. Oder haben auch sehr, sehr viele Orte an der Ostsee, dieses Dom do Góry Nogami, was auch in der Nähe von der Promenade ist. Das ist quasi ein Haus, was auf dem Kopf steht. Das kann man sich dann auch anschauen, wenn du auf sowas stehst. Ansonsten gibt es auch noch eine sehr, sehr schöne Molo in Kolberg. Habe ich auch ein Video zugemacht, kannst du dir auch anschauen. Und am Ende der am Ende von der Molo gibt es auch ein Café. Wenn du zu April war das, glaube ich, ja, wenn du im April dort bist, je nachdem wie das Wetter ist, kann man sich auch draußen hinsetzen und dann hat man dann quasi eine Aussicht dann zum Strand oder halt, jetzt nicht vom Café aus, aber auch wenn du auf der Molo bist, kannst du dann auch aufs Meer hinausschauen. Ist eigentlich auch sehr, sehr schön. Ansonsten kann ich dir auch noch empfehlen, den Leuchtturm sich anzuschauen. Von oben habe ich auch ein Video zu gemacht, kannst du dir gerne anschauen. Von oben hast du dann eine wunderschöne Aussicht auf die Ostsee, auf den ganzen Strand von Kolberg und auch so ist das eine sehr schöne Aussicht. Ansonsten hat Kolberg noch sehr, sehr viele Museen, auch sehr viele, die mit der Historie von Kolberg verbunden sind. Die kannst du dir anschauen, wenn du ein Museumgänger bist. Ansonsten gibt es diese typischen Schiffsfahrten, die man machen kann. Ansonsten gibt es da auch noch einen Hafen, den man sich anschauen kann. Rathaus gibt es auch. Die haben da sowas wie so eine kleine Innenstadt, so eine Altstadt. Die ist nicht besonders groß, aber sehr, sehr schön. Und ich glaube auch dort in der Altstadt irgendwo, da ist auch ein ganz, ganz altes Gebäude aus dem 15. Jahrhundert oder irgendwie sowas. Da gibt es auch ein Schild und irgendwie, da steht auch die kleine Geschichte zu diesem Haus bzw. Gebäude. Auch sehr schön. Das sind eigentlich auch so die wesentlichen Sachen, die ich dir so empfehlen kann. Auch vielleicht noch so ein Mini-Tipp von mir, wenn du an der Molo bist oder auch, was auch schon der Andi geschrieben hat, vom Leuchtturm aus, immer so den Sonnenuntergang kannst du dir anschauen. Das ist auch sehr, sehr, sehr schön. Da treffen sich auch ganz, ganz viele Leute, wirst du auch sehen eigentlich. Ja, das ist auch so ein Tipp, den ich dir vielleicht noch geben kann. Wenn du dir einfach mal meine alten Kolberg-Videos anschaust oder die ich vor kurzem auch rausgebracht habe, da ist das auch alles ein bisschen beschrieben. Guck dir das mal an und da wirst du bestimmt auch noch den einen oder anderen Tipp finden. Wenn nicht, schreib mich gerne nochmal an. Wenn du irgendetwas Genaueres wissen willst, dann versuche ich da auch nochmal darauf zu antworten. Ansonsten hoffe ich dir, dass ich auf jeden Fall dir auf diese Frage antworten konnte. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Frage. Und ja, dann komme ich jetzt auch nochmal zu den Andi S, weil der Andi S jetzt mal noch so nebenbei erwähnt, der kommentiert sehr, sehr viel unter meinen Videos. Ich empfehle jedem wirklich mal, sich die Kommentare durchzulesen, weil bei dem Andi S, wenn er etwas kommentiert, man merkt das richtig, dass er das wirklich von Herzen macht. Ich beschreibe das jetzt noch mal ganz kurz, weil er immer, wenn er kommentiert, seine Kommentare verdammt lang sind auch. Aber er beschreibt zum Beispiel, dass er für eine gewisse Zeit in Kolberg war, für 3 Monate. Er hat dort Weihnachten und Silvester verbracht und er erzählt das wirklich, wie schön und angenehm es dort war, wie er das genossen hat, dass da die Menschen alle sehr friedlich zueinander sind, dass jung und alt zusammen gefeiert haben, dass er zum ersten Mal den Strand im Weiß gesehen hat, dass er das richtig genossen hat und wie sympathisch überhaupt Polen ist oder auch überhaupt der ganze Ort Kolberg, welchen Spaß er dann auch dabei hatte. Ich versuche jetzt hier nochmal so ein paar Sachen rauszufiltern. Aber zum Beispiel erzählt er auch irgendwie hier so eine kurze Geschichte, dass er zum Beispiel oder ein Familienmitglied ein Portemonnaie verloren hat, was man dann später wiedergefunden hat, wo dann auch noch wieder alle Sachen drin waren. Da wurde nichts irgendwie rausgenommen, kein Geld, keine Karte wurde da irgendwie rausgeklaut. Und er hat eigentlich nur positive Erfahrungen. Also liest euch mal wirklich die Kommentare durch. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr schön. Also wirklich auch Andi, vielen, vielen Dank für deine Kommentare. Ich lese mir wirklich alle Kommentare durch und mir macht das wirklich Spaß, deine Kommentare zu lesen. Auch an dieser Stelle vielen, vielen, vielen Dank dafür. Die nächste Frage ist von Klaus Becker und zwar stellt er eine Frage unter dem Video, wo ich erkläre, wie man Wohnungen in Polen mietet. Und er fragt, da hast du doch tatsächlich noch mir unbekannte Portale genannt. Super, danke. Aber in allen Portalen steht bei fast allen Annoncen die Bemerkung gelegentlicher Mietvertrag. Umowa na najem
Occasionalne. Habe schon gegoogelt, aber so 100% schlau daraus bin ich nicht geworden. Aber das kannst du mir sicher kurz und knapp verständlich erklären. Vielen Dank, lieben Gruß, Klaus. Und da hat auch schon die Jolanta Drelichowski darunter geschrieben, so ein Vertrag ist zum Schutz des Vermieters vor unehrlichen Mietern, die zum Beispiel Miete nicht zahlen oder die Wohnung demolieren. Solche Mieter wird man einfacher los. Ja, also die Jolanta hat das eigentlich schon sehr, sehr, sehr gut erklärt. Ich kann dir das aber auch nochmal in meinen Worten wiedergeben. Kurz, knapp, unverständlich. Also das ist wirklich einfach nur ein zusätzlicher Vertrag für den Schutz des Vermieters. In der Regel sollte aber ein ganz normaler Mietvertrag ausreichen, wenn da alles wirklich gut und detailliert beschrieben ist und aufgeschrieben auch wurde. Ja. Ich denke aber auch, dass Vermieter sowas also wenn die ihre Wohnung auf ein Portal anbieten, dass sie einfach das nochmal so als Hinweis hinschreiben, dass sie damit auch nochmal verdeutlichen wollen, dass hier eine Vermietung wirklich nur mit Mietvertrag in Frage kommt und nicht, dass hier irgendwelche Geschäfte unter der Hand irgendwie gemacht werden. Das ist eigentlich alles, aber das, was auch schon die Jolanta gesagt hat, das ist eigentlich schon sehr, sehr, sehr gut beschrieben. Ja, Klaus Becker, ich hoffe, ich konnte dir die Frage zumindest ein bisschen beantworten und auch ein wenig weiterhelfen. Vielen Dank für deine Frage. Die nächste Frage ist zum Thema Kredite in Polen und zwar hat der Dobek gefragt, was ist mit einem Kredit als Auslandsrentner mit alleinigem Wohnsitz in Polen? Ja, also theoretisch wärst du kreditwürdig, solange du ein regelmäßiges Einkommen hast, wo auch die Rente darunter zählt. Die andere Frage ist jetzt nur, wie hoch dein Kredit wäre, also was für einen Kredit du kriegen würdest und in welchem Zeitraum du den abzahlen müsstest. Weil ich zum Beispiel, ich kenne hier in Polen ganz normale Arbeitnehmer, die sind jetzt 40 Jahre alt, die kriegen aber keinen Kredit mehr für die nächsten 30 Jahre. Ja, weil die einfach schon zu alt sind. Und ich denke mal, das ist so eine Sache, was die Bank selber entscheiden müsste. Also wenn du wirklich Interesse an einem Kredit hast, würde ich einfach mal von Bank zu Bank gehen, deine Situation erklären und ja, dann wirst du einfach mal die verschiedenen Konditionen und Angebote dann kriegen. Ne? Aber theoretisch möglich. Ja, Dobek, ich hoffe, ich konnte dir die Frage beantworten und ja, vielen Dank für deine Frage. Ja, kommen wir jetzt aber auch schon langsam zur letzten Frage und zwar hat mich der Olli eine etwas privatere Frage gestellt und er schreibt, hoch, so wichtig sind wir dir. Ich danke dir auch für deine Videos. Von wo stammst du aus Deutschland? Bestimmt aus dem Westteil, weil die Kriminalität, die du beschreibst, ist ja eher in deutschen Großstädten wie Frankfurt etc. Ja, lieber Olli, also erstmal danke ich dir wirklich für deine zahlreichen Kommentare. Ich sehe, dass du sehr viele meiner Videos sogar kommentierst und ja, ihr seid mir wirklich sehr wichtig, weil wie ich schon beschrieben habe, ohne euch gäbe es auch den Kanal nicht. Ja, und du hast auch richtig geraten, ich stamme wirklich aus dem Westteil von Deutschland. Ich bin gebürtiger Dortmunder und ich habe auch eigentlich fast mein ganzes Leben gelebt, bis zum Zeitpunkt, wo ich jetzt hier nach Polen gekommen bin. Und wenn ich ehrlich bin, war mir das eigentlich gar nicht so bekannt, dass die Kriminalität in Deutschland bzw. in Westdeutschland so bekannt ist, dass man das sofort errät, von wo man kommt, wenn man nur davon spricht. Aber ja, gut, jetzt habe ich auf jeden Fall etwas Neues dazugelernt. Vielen lieben Dank für deinen Kommentar. Ja, liebe Leute, an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare und Fragen. Unter meinem letzten Zuschauerkommentarvideo habe ich sehr viel positives Feedback gekriegt von Not Afraid. Hallo Christoph, ich schaue sehr gerne deine Videos. Auch von Julian Kremer, was ich auch schon hier vorgelesen habe. Auch der Tassilo hat mir positives Feedback gegeben. Auch der René Juhas. Ich finde deine Videos echt spannend und auch informativ. Also ich danke euch wirklich alle für diese sehr positiven Kommentare und für die netten Worte. Also mir macht das wirklich auch Spaß, für euch die Videos zu produzieren. Manchmal ist das anstrengend, manchmal weniger anstrengend. Aber das ist wirklich immer alles positiver Stech. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen lieben Dank dafür. Und wenn ihr auch mal möchtet, dass ich vielleicht mal speziell auf eine Frage eingehe, dann versucht auch vielleicht manchmal die Frage irgendwie speziell zu markieren mit irgendwie, weiß nicht, Hashtag Schnufinski oder mit @Schnufinski, weil ich kriege manchmal sehr viele Kommentare und manchmal fällt das wirklich schwer, dann auch nochmal den Überblick zu kriegen. Also wirklich, vielen lieben Dank dafür. An dieser Stelle danke ich dir auch nochmal, dass du dir auch dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.